Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part. Ja, Let's Play Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ja, wir wachen auf, Roy, denn wir machen jetzt weiter. Wir fahren straight zu dieser Praxis, zu der Arztpraxis unseres Opfers. Und hören uns da mal genau um und sprechen mal mit dem Arzt. Dr. Stonemans Praxis, Privatklinik von Dr. Stoneman, Julia Randalls verschriebener Arzt. Weil wir haben ja viele Schlaftabletten bei ihr gefunden und ich bin sehr gespannt, was er dazu zu sagen hat. Wie gesagt, im letzten Part, Nice move, not telling old Sweet Lips in there about her friend taking a big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Ja, eine gewagte These sicherlich am Ende des letzten Parts, aber schauen wir mal, ob sich die vielleicht bewahrheitet. Also den Henry Annett sollten wir auf jeden Fall nochmal irgendwann unter die Lupe nehmen. Und es ist ein DLC-Fall, ich habe nachgeguckt. Den Fall gibt es im echten Spiel, oder im normalen Spiel, sagen wir so nicht. Dr. Stonemans Praxis um 3 Uhr am Nachmittag. Richard Cleaner and Boulder. So, rein da. Ich möchte mich umhören, ich möchte vorankommen hier in dem Fall. Geben wir mal ein bisschen Gas. Ist das die? Da ist die Tür. Das ist wahrscheinlich nur so eine Nebentür, keine Ahnung. Schicke Eingang hier. Muss man einfach mal sagen. So, wo ist denn die Praxis? Im 5. Flur, Apartment 505. Oder Büro. 505. Ja, gut, Büro 505. Okay. Im 5. Stock, dann nehmen wir doch den Zug, oder? Ich weiß, wir sind sportlich, aber dann nehmen wir doch den Zug. So, komm, Roy. Sonst bleibst du draußen, Kollege. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Klare Ansage. So, 5. Floor. Ja, können wir uns angucken. 505. Oh Gott, das ist aber eine Qualität. Also das spielt sich ja noch unglaublich schön aus, ne? Aber das ist eine Qualität. Meine Fresse. Sieht ziemlich scheiße aus. So, 503. Aber das Spiel ist schön. 505. Was steht da? H. Stoneman. MD. Okay. Henry Stoneman? Yes, sir. Your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Klare Ansage. Ah. Bist du Dr. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. Aha, ja, wir haben Mordopfer. Du bist noch sehr quicklebendig. Also jetzt mach mich mal nicht so blöd an, du Drecksack. Sonst kriegst du einen. Hallo, Dr. Stoneman. We are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. Dr. Stoneman, 56 Jahre alt. Verschreibender Arzt von Julia Randall. Was hatten Sie denn für eine Beziehung zum Opfer? Wenn es denn jetzt doch ein Mordopfer war, ich weiß es nicht. How well did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Hä? Warum sagt denn der nicht die Wahrheit? Okay. Warum sagt er nicht die Wahrheit? Die wurden ihm ihr doch verschrieben und dann seit 6 Monaten, wenn die Patientin hier ist, dann kennt man die ja wohl besser, wenn man ihr solche Tabletten verschreibt. Hä? Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Do you have access to my patient records? Nein. Aber das Rezept ist doch jetzt... Moment, die Schlaftabletten oder das Rezept? Oh Gott, 50-50. Aber anscheinend, ich denke mal, das ist ein klarer Hinweis mit dem Rezept. Ne, mit Juli 46, ja, klarer Hinweis. Für mich Rezept, oder?
Schlaftabletten. Nein, Rezept. Your prescriptions contradict you, doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Was? Und warum... Und warum... Ist das eine Lüge? Wir setzen mal Intuition ein. Ne, dann zweifeln wir das an. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Okay, aber wir müssen nochmal ihr Telefon benutzen. Während sie daneben Operator, sitzen. give me dispatch. Putting you through now. Wie er da hinten da rumeiert und wir sind bei der Phelps, Zentrale. 1247. Bei der Vermittlung. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Oh ja. Please, thank you. Jetzt bin ich gespannt. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Oh, oh, oh. Ab zum Meer. Da waren wir lange nicht. Da waren wir lange nicht. Wisst ihr noch, wo wir letztes Mal... Hier, du kannst da wieder rein, du Flachzange da. Wisst ihr noch, wo wir das letzte Mal beim Gerichtsmediziner waren? Wie hart das da immer eskaliert ist? Das war bei den Dahlia-Fällen. Ich hoffe, diesmal eskaliert es nicht so hart. Beim Dahlia, Black Dahlia Killer Garrett Mason, was wir alles vertuschen mussten. Weil er der Halbbruder eines hohen Politikers war. Meine Güte, ey. Das war aber auch ein Fall, ey. So. The old boy is lying. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Okay. Fandest du? Fandest du, dass der sich erleichtert gefühlt hat? Und das fand ich jetzt aber wirklich nicht. Aber naja, erstmal ab zur Zentralklinik. Ab zum Gerichtsmediziner. Los geht's. Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Ach wohl. Goddamn maniac! Ja. Ich weiß, ich bin wahnsinnig, aber chill dein Leben. Ja, ich würde mal sagen, schauen wir uns das mal an. Roy geht hier ziemlich auf den Arzt. Wir schauen uns jetzt erstmal hier den Autopsiebericht an. Ab zum Mel. Ich bin sehr gespannt, woran sie jetzt gestorben ist. Ersticken? Morphium? Oder vielleicht doch Selbstmord durch Schlaftabletten. Hallo? Detectives Phelps and Earl here to see the coroner. Yes, Detective. He's waiting for you in the examination room. Okay. Dann gehen wir da noch mal hin. Vielen Dank. Hi, Mel. Cole, Roy, I have some information for you. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what?
Good riddance. I found 2 cigarettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening now. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death now. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Holy moly. Kannst du mal ihre Augen... Oh Gott, sind die denn da rein? Kannst du mal ihre Augen zumachen? Das ist natürlich... Alter, wie der zuge... Oh Gott. Okay. Der wurde zugerichtet. Oh Gott. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Okay. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Aha. Sure, Mel, thanks for the lead. Alter, Roy. Was bist du eigentlich für ein Spacken, Alter? Du willst dich auch nicht beliebt machen, ne? Okay, das ist sehr interessant. Wir haben jetzt also sehr viel erfahren. Es ist doch Mord, so wie Mel das schon vermutet hat. Und wir ja ganz ehrlich gesagt auch. 2 Mörder. Und einer ist vielleicht sogar tot. Dazu sage ich gar nichts. Ja, hier parken mal. Hier parkt man, hier parkt man. Hier ist cool parken. So, rein da. Ab zum Verhör von Henry Arnett. Arnett is in interview too, Phelps. Go help him get whatever it is off his chest. Ja, dann rein hier. Mr. Und hallo. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Aha, Henry Arnett, 27 Jahre jung. Verlobter von Heather Swanson und Freund von Julia Randall. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business and Julia occasionally modeled for me. Du lügst aber mal sowas von. Hat nicht ihre Frau gesagt? Deine Verlobte gesagt? Hä? Aber sein... Hier, die Heather hat doch gesagt, über ihn hat sie Julia kennengelernt. Also, das Lüge habe ich jetzt nicht, weil die Aussage haben wir wohl nicht aufgenommen, aber anzweifeln. He's asking whether you banged her in a chuck-on-the-shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. Yes. We had relations. Mann. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Okay. Oh, schwer. Mr. Henderson. Die musst du doch kennen. Die hat doch das gesagt. Komm, lüg nicht. Henry, I don't like when people lie to me. She was seeing a man named Henderson. You know who I'm talking about. Easy on, Detective. I may have heard of Henderson, but I don't know his full name. Aha. I think he's from New York or someplace back east. Du steckst halt auch sowas von mit drin. That's funny. Julia told her cleaning lady that he lived in San Francisco. Okay, you got me. I don't know where he's from. Julia wanted money. She always wanted money. She thought she could get something from this guy. She was wearing a distinctive engagement ring. You think she might have convinced him to buy it for her? Maybe he did, yeah. Maybe he and Julia were getting serious. Okay. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No.
Should I have? Is he an entertainer or something? Boah, Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Muss ich wieder anzweifeln, wa? Er guckt weg. Ich habe keinen Beweis dagegen. Anzweifeln. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Du bist doch, Alter, wie Heather der told us that lügt. you were in fashion. That's right. Need a drink. Wie hart der Junge lügt. Henry Annette, Direktor. Annette Bekleidungszentrum. Adresse. Telefonnummer. Interessant. Aber... Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting 6th. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. Okay. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. So, hinterher mit diesem Henry Annette, der stinkt aber sowas von. He's in that car at the lights. Ja, hinterher, ne? Boah, zum Glück mit dem Auto, nicht zu Fuß, ey. Es geht ja noch, ey. Mit dem Auto ist ja echt noch voll okay. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Ja. Can you quit driving like a jackass already? Was? Ist doch nicht passiert. Ja, ich kaufe ihm das auch nicht ab, dass er bei den Marines war. Nicht wirklich. I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Naja. Cool, du kennst sie doch mittlerweile alle, oder? Mittlerweile kennen wir sie doch alle. So, der ist eiskalt über Rot gefahren, dann können wir das auch. Oh, hat aber einen Zahn drauf, ne? Muss man einfach mal sagen. Der langsamste ist er nett. Ah, jetzt muss er sich hinter ein paar Autos einreihen. Ich bin gespannt, wo er uns hinführt. Bin sehr, sehr gespannt. Aha, da biegt er rechts ab. Dann machen wir das doch auch. Where are you taking us, Henry? Oh ja, bin ich auch sehr gespannt. Roy. Sehr, sehr gespannt. Wenigstens stimmen wir hier drüber ein, dass mit dem was nicht stimmt. Oh, wird gebremst. Ist grün. Fahr, Junge. Ah, noch keinmal da unten geblinkt. Zumindest wenn ich es gesehen habe. Ich habe es bestimmt, wenn dann, übersehen. Aber wenn ich auf die Map geguckt habe, hat das Ding noch nicht geblinkt. Auch nicht, wo Roy uns angemacht hat. Das war ja auch schon mal anders. Gott, dieser Fall mit dieser alten, Alter, die wir da verfolgt haben. Meine Güte. So. Wo geht's hin? Never stepped foot in Okinawa. Oh, das nimmt Cole persönlich, ne? Der weiß, was da für Shit abging. Hier schön gerade bei der Dämmerung, ne? Bei der Abenddämmerung. Schön. Ich mag allgemein die Stadt, die sieht so unglaublich cool aus. Und ich hoffe so sehr, dass Rockstar nochmal ein L.A. Noire 2 rausbringt. Okay, hier scheint es zu enden. Ja, hier endet die Verfolgungsjagd, die Beschattung. Ich hoffe so sehr, dass Rockstar ein L.A. Noire 2 rausbringt. Im zweiten Teil. Das wäre echt geil. Okay, ein Second-Hand-Laden. Interessant. Ist das sein Laden? He needs money and fast. Will der jetzt die Stadt verlassen auf einmal oder was? Okay. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him. See how he intends to spend the money. Too much slack.
Gotta get closer. Hoof it, Oh, Phelps. jetzt geht das I'll bring the wieder car los. around when I'm done here. Jetzt geht das wieder los. Jetzt muss ich den echt verfolgen. Oh. Oh, obwohl er sich umgedreht hat. Oh Mann, Alter. Ich hasse das. Ich hasse das mit dem zu Fuß verfolgen. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Ich will nämlich hier um die Hausecke. Na, da hat er sich nämlich umgedreht, der Bursche, ne? Move in. Can't risk losing the trail. Ja, chill doch mal dein Leben, Alter. So. Oh Gott. Oh nein, dreh dich nicht um, bitte. Too much slack. Gotta get closer. Oh nein, 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 nein. Scheiße. Oh, wie ich das hasse. Ich hasse diese Verfolgungsjagden, diese Beschattungen zu Fuß, ne? Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Weißt du, da werden wir nicht entdeckt. Oh. Doch, wir wurden entdeckt. Okay, so schnell dürfen wir nicht sein. Ich bin dann immer echt so feurig, wenn wir da einmal scheitern. Mann. Oh, ich hasse das. Move Ich in. hasse Can't das. risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Ich hasse das wie die Pest. So. Ich verfolge den jetzt einfach mit dem Abstand, okay? Das ist auch okay. Wir sind nicht zu nah, wir sind nicht weit weg. Klar, das blinkt da unten, aber wir sehen ihn ja noch voll. Komm, wir machen das einfach so. Ganz klassisch. Guck mal, jetzt können wir sogar schon da zur Ecke vorrennen. Hat ja super geklappt. Und jetzt warte ich, bis er da um eine Straße ist. Kann ich da hinter das Schild? Das wäre mega lustig. Kann ich tatsächlich. Das ist mega nice. So, jetzt geht er da über die Straße. Wir gehen hier über die Straße. Da drüben ist er. Der Drecksack. Dann gehen wir hier über die Straße. Das sieht er hoffentlich nicht. Das kann er nicht sehen, obwohl er sich gerade umgedreht hat. So, das hat er auch nicht gesehen. Jetzt, wo geht er jetzt lang? Chill. Jetzt hat er sich wieder umgedreht. Wo führst du uns hin, Kollege? Ah, so können wir ihn... Oh, jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Jetzt ist er da irgendwo in der Gasse. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Jetzt ist er da um die Ecke gelaufen. Nein! Nein! Oh Mann! Bitte war da ein Checkpoint irgendwo. Nein, möchte ich nicht. Bitte Checkpoint. Bitte. Boah. Wie ich das hasse, Alter. Ich hasse diese Beschattungen zu Fuß, ey. Ey, wie fail kann man eigentlich sein? Wie fail? Oh Mann, ey. Mega nervig. Mega nervig einfach nur. Ah, what you doing? Ja, guck nicht nach hinten, du Drecksack. Will hier wieder kein Risiko gehen? Oh Mann, ey. So, hinterher da. Jetzt gehen wir auch über die Straße. Ganz chillig. Mit den Leuten hier. Was hupst du? Wir haben grün. Oh, wir haben rot. So, ab da hinten über die Straße. Ja. So, jetzt geht er da wieder in die Ecke. Ja, lass ihn sich mal da umdrehen. Cool, du musst dein Leben mal chillen, wenn es drauf ankommt.
Was ist das da eigentlich? Das ist ein Schuhputzer, ne? Cool. Finde ich cool. So, jetzt gehen wir da aber um die Ecke. Und jetzt passen wir hier auf. Gehen hier so um die Ecke. Und jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Da ist er jetzt. Da ist er jetzt. Ah, endlich. Oh, wir waren so kurz davor eben gerade, ne? Das kann nicht angehen, Alter. Okay, wo geht er hin? In den Laden hier? That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. Was? Nach Mexico City? Ein One-Way-Ticket? Ein einfacher Flug? Krass. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City. Tomorrow night. That's good. But this is better. Oh, was hat er verpfändet? Oh my God. It's Fabergé. Okay. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. Ein Zigaretten-Etui. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Okay. Aha. Interessant. Das heißt, wir fahren jetzt wohin? Oh Gott. Bin mal gespannt, wo wir jetzt sind. Ach, wir müssen zu einem Telefon. Aber, Freunde, das machen wir im nächsten Part. Würde ich sagen. Von daher fahren wir da eben mit dem Auto hin. Go ahead, KGPL. 11K, go to Hollywood Station. Homicide detectives Bukowski and Galloway have information relating to the Randall case. Roger, KGPL. 11 King ist underway. Machen wir sofort. Das machen wir beim nächsten Part, liebe Freunde. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh nein, jetzt habe ich noch A gedrückt. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Diesmal haben wir eine Nachricht. Cool. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Any messages? Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to Hollywood Station. Wow. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks, ma'am. Okay, das ist interessant, aber wir fahren jetzt zum Zentralrevier im nächsten Part. Von daher, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Resttag. Haut rein und ciao. Der Part wird langsam heiß. To Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus 2 dames always equals problems. So, danke Roy. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.